Die meisten Bruststraffungen und Brustverkleinerungen führen wir in Vollnarkose in der Klinik durch, sodass die Patienten nach dem Eingriff in den Aufwachraum kommen und dort durch das Klinikpersonal betreut werden. Die Patienten haben alle Rettungsdrainagen. Auf jeder Seite kommt eine Drainage hinein, die mit einer kleinen Flasche verbunden sind. Die Patienten bekommen im OP-Saal direkt ihren Sport-BH angezogen, den sie dann auch für 6 Wochen danach tragen sollten. Tatsächlich Tag und Nacht, also kontinuierlich tragen, damit das Ergebnis schöner wird und nicht zu viel Belastung auf die Brust kommt. Am nächsten Tag, nach der ersten Nacht, wo die Patienten eben gut mit Schmerzmedikamente versorgt werden, treffen wir den Patienten, entweder in der Klinik oder bei uns in unserer Praxisklinik. Meistens können wir schon die Drainagen am ersten Tag nach dem Eingriff ziehen. Ab und an auch mal am 1. bis 3. Tag, also erst nach 3 Tagen. Diese Tage, solange noch die Drainagen drin sind, werden wir ganz engen Kontakt mit dem Patient haben. In diesem Zeitraum wird der Verband auch immer gewechselt, um nachzuschauen, ob die Wunden gut heilen, ob die Brustwarzen mit Brustvorhof gut versorgt sind mit Blut und rosig sind. Wenn dann die Drainagen gezogen sind, treffen wir uns eine Woche später, um einen erneuten Verbandswechsel zu machen und nachzuschauen, ob irgendwelche Infektzeichen, ob die Wunde noch schön zu ist. Und in dieser Woche lässt der Patient die Wunden einfach komplett mit den Pflastern, die wir ihnen draufgegeben hatten, verbunden. Nach 2 Wochen ziehen wir die Eckfäden. Das heißt, wir nehmen auflösbares Nahtmaterial, das nicht gezogen werden muss, sondern wir müssen nur allein die kleinen Knötchen, die am Ende der Narben sind, ziehen. Wichtig ist immer die Arbeitsfähigkeit nach so einem Eingriff, das ist für den Patienten essentiell. Also eine Bruststraffung, Brustverkleinerung ist ein Eingriff, der wirklich nur die Oberfläche betrifft. Die Patienten leiden nicht sonderlich nach dem Eingriff. Es ist kein so stark schmerzhafter Eingriff. Wenn jetzt einer einen Bürojob hat am Computer oder Homeoffice, der kann in der Tat nach 3 Tagen wieder arbeiten. Wenn einer körperlich arbeiten muss, würde ich Ihnen empfehlen, 14 Tage zu pausieren. Wann man auf dem Bauch schlafen kann, entscheidet der Patient und der Körper ein bisschen selber. Die ersten 3 Wochen wird der Patient nicht wollen. Da zieht es, ist ein bisschen schmerzhaft. Man hat wirklich den Eindruck, dass es dem Busen einfach nicht gut tut, sodass der Patient in der Regel nach 3 bis 4 Wochen automatisch sich nachts wieder auf den Bauch legt. Wenn so nach 14 bis 15 Tagen die Fäden gezogen wurde, kommt nochmal ein Verband für 1 bis 2 Tage drauf und dann darf der Patient endlich wieder duschen. Nicht mit Seife, aber mit Wasser. Einfach mal drüber sprühen, Haare natürlich mit Seife zu waschen, aber bitte keine Seife erstmal auf die frischen Narben bringen. Wir wenden meistens eine Technik an mit einem I-Schnitt, manchmal auch einem T-Schnitt, wo die Brust bei dem I-Schnitt am Anfang ein bisschen verkehrt herum aussieht. Das heißt, das Hauptvolumen ist oben und unten ist eine Raffnaht. Und über die Zeit, so circa nach 3 Wochen, fängt die Brust an, sich zu senken und unten diese geraffte Naht auszuwölben. Deswegen dürfen die Patienten am Anfang nicht ungeduldig werden, dass die Brust noch nicht das Endergebnis hat, aber wir werden das so oft zum Patienten sagen, dass das normal ist, dass er auch nicht erschrickt, am Anfang seine Brust zu sehen. Die Technik hat dann allerdings den Vorteil, dass das Ergebnis relativ lange hält. Manche Patienten machen vielleicht nach 20 Jahren nochmal eine Bruststraffung, andere Patienten machen es einmal und sagen, es ist ein Leben lang gut. Wichtig, was man wissen muss, ist,
dass man danach vielleicht keine Stillfähigkeit mehr hat oder vielleicht nur 20% stillen kann, sodass das Baby, der Säugling, danach noch zusätzlich zugefüttert werden muss zur Muttermilch. Das ist was ganz Wichtiges, was jede junge Frau beachten sollte.